Ja, guten Tag, mein Name ist Hermann Brandt. Wir sind hier heute bei der Bock Brandt GbR in Westerbeck in der Gemarkung Dannenbüttel am Grassamenvermehrung Dröschen. Die Sorte ist die Sorte Geppetto. Das ist ein einjähriges Weidegras, was für Nachsaaten im Milchviehbereich tätig ist. Dieser Schlag hier sind 12,5 Hektar. Wir haben hier gestern schon angefangen zu dröschen. Wir haben einen Ertrag von ungefähr 2 Tonnen Reinware. Das ist ungefähr ein Ertrag von 2,5 Tonnen Rohware. Wir haben eine Feuchtigkeit hier aktuell auf diesem Stand von 10,5%. Das Grasssamenstroh lassen wir fallen, was dann nochmal in der Energienutzung tätig kommt. Das wird nachher mit einer Großpackenpresse gepresst und dann geht das in die Verbrennungsanlage, wo dann nochmal Energie erzeugt wird. Ja, wenn wir hier gucken, im Stroh ganz sauber ausgedroschen. Hier sind keine Ährenanteile oder Rispenanteile mehr drin. Verluste ist beim Gras ein Riesenthema. Wir haben das Gras Montag letzte Woche in Schwatt gelegt. Hatten wir günstige Bedingungen. Wir haben leichten Nieselregen gehabt. Dadurch war das Gras feucht. Der Samen haftet an dem Stroh dran und fällt somit nicht aus. Jetzt ist das Problem, dadurch, dass das schön abgetrocknet ist durch die Natur, dadurch machen wir das auch mit der Schwattablage, müssen wir schon dröschen. Bietet sich an durch das Power-Flow-Schneidwerk mit den Förderbändern. Wir brauchen die Haspel so gut wie gar nicht. Dadurch haben wir beim reinen Dröschen relativ wenig Verluste. Die Verluste sind hauptsächlich bei der Schwattablage. Wenn da nicht die idealen Bedingungen sind, hat man so Verluste bis 10 bis 15%, kann man gut sagen. Das war bei uns jetzt nicht der Fall aufgrund des Nieselregens. Dadurch haben die Samenkörner am Stroh gehaftet. Schwattablage, warum machen wir das? Das Gras muss eine Feuchtigkeit von 10 bis 13% haben, also der Samen. Und unter diesen Voraussetzungen bei den momentanen Witterungen können wir das über Schwattablage erreichen. Wenn die Witterungen nicht so gut sind und es viel regnet, dann muss es mit Energie, also mit Gas oder im günstigen Fall mit Biogasanlagen, runtergetrocknet werden auf 10 bis 13%. Und das übernimmt momentan Mutter Natur für uns. Hier kann man schön den Samenstand sehen. Und wenn ich den jetzt ein bisschen hier auf der Hand klopfe, seht ihr sofort, es ist sofort weg. Das heißt, beim Schneidwerk müssen wir möglichst darauf achten, schon zu dröschen, sonst ist der Samen nicht im Korntank, wo er hin soll und später auf dem Wagen, sondern auf dem Acker wieder, was in den Folgejahren natürlich auch Probleme bereitet durch Wiederauflaufen in den nächsten Kulturen, zum Beispiel in der Sommergerste oder wie auch immer, was dann als nächstes kommt. Das ist jetzt ein Schwatt vom Frontmähwerk, was ein bisschen schmaler zusammengeführt wird, damit der Trecker mit den Reifen nicht über das Schwatt fährt. Und zu meiner Rechten kann man sehen, das ist von einem Heckmähwerk. Das ist ein bisschen breiter, ist natürlich für uns besser, da das breitere Schwatt nicht so dick liegt und besser durchtrocknen kann. Und noch ein bisschen weiter kann man dann sehen, da sind wir schon mit dem Dröscher gefahren. Da sieht man dann noch die Strohreihe, die nachher, wie gesagt, aufgepresst wird für die Energiegewinnung. So, hier können wir jetzt die Samen sehen
für die DSV in Steinhorst. Da müssen wir das abliefern, da ist der Sitz. Wenn man jetzt sieht, das ist schön sauber gedroschen. Es sind ein paar Strohanteile und Halmanteile noch drin, aber am Ganzen ist das Saatgut schön sauber gedroschen. Ich gehe davon aus, dass wir hier ungefähr eine Ausbeute von 80 bis 90% haben. Im Regelfall liegen wir irgendwo bei 85% Ausbeute. Das heißt 15% sind Strohanteil, Kaffanteil, taube Ähren, was nachher bei der DSV in Steinhorst noch rausgereinigt wird, damit beim Endkunden, Milchviehbetriebe zum Beispiel, für die Nachsaat nur beste Qualität ankommt. Hier nochmal zum Mähdrescher, das ist ein Fendt 5255L Serie, der hat 255 PS, ist eine 5-Schüttler-Maschine mit einem 5,5 Meter Power-Flow-Schneidwerk. Power-Flow bedeutet, dass wir hier nach den Messern die Förderbänder haben, die das Erntegut dann zur Querförderschnecke und somit in den Schrägförderer, in den Einzugskanal reinfördert.